Willkommen bei Dynamo Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal zu einem ein bisschen persönlicheren Thema zu mir als Athlet. Und zwar haben einige von euch, die mir vielleicht auch auf Instagram folgen, mitbekommen, dass ich mich dieses Jahr dazu entschieden habe, nicht bei der österreichischen Meisterschaft im Freestyle mitzumachen. Und jetzt habe ich natürlich die Frage bekommen, warum nicht? Und du hast es schon zweimal gewonnen, warum soll ich diese Chance gehen? Und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich beantworte euch diese Frage, warum ich nicht mitmache, mal einfach in diesem Video. Der erste Grund ist einmal, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich einfach keine so große Lust hatte, mich auf den Wettkampf vorzubereiten. Wenn ich bei einem Wettkampf mitmache, dann will ich mich da auch so vorbereiten, dass ich zumindest das Beste raushole oder gute Chancen habe zu gewinnen, sozusagen. Habe ich natürlich nicht immer. Aber in dem Fall will ich mich natürlich so vorbereiten, dass ich dem Punktesystem entsprechend meine beste Leistung erbringe. Das Punktesystem wird in dem Fall von der WSWCF vorgegeben und da gibt es genaue Kriterien drin oder ziemlich genaue Kriterien, die man erfüllen sollte, wenn man viele Punkte bekommen möchte. Und dementsprechend habe ich mich auch vorbereiten müssen und darauf hatte ich dieses Jahr in meinem Training oder zu der Zeit jetzt in dem Jahr in meinem Training keine so große Lust, weil ich einfach auch andere Sachen trainieren wollte und ja, das ist mal der erste Grund. Calisthenics bedeutet für mich Freiheit und Freiheit kann natürlich auch heißen, bei Wettkämpfen mitzumachen, weil Wettkämpfe helfen einem ja auch dabei, besser zu werden in dem, was man gerne macht, wenn man das, was man dort zeigen will, gerne macht. Aber sie können natürlich auch einschränkend sein und zwar einschränkend, wenn es darum geht, was man genau trainieren will, weil wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, dann muss ich wie gesagt auch natürlich für den Wettkampf trainieren, wenn ich dort gut sein will. Und Wettkämpfe jetzt allgemein helfen mir persönlich nicht so sehr dabei, wirklich auf ein neues Level zu kommen. Sie helfen mir sehr dabei, schöne Kombos zu planen und so weiter und eine gute Show hinzulegen und das muss man dann auch trainieren, wenn man auf einen Wettkampf hintrainiert. Allerdings, dass ich jetzt sage, okay, ich lerne jetzt wirklich neue Moves und sowas, das geht halt in der Wettkampfvorbereitung eher nicht, weil da muss man eher darauf schauen, dass man das, was man schon kann, dann verfeinert. Und ja, dieses Jahr war es ein bisschen bei mir so, dass ich mir gedacht habe, ich will eigentlich mal ein paar andere Sachen ausprobieren und so weiter und das passt mir gerade nicht so in mein Training. Deswegen, ja, die Entscheidung. Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja egal, ist ja jetzt nicht so ein Aufwand, dann macht trotzdem mit, ist ja cool, Wettkampf ist eine coole Erfahrung und so weiter. Dazu ist dann auch gekommen, dass ich aber dann nach der FIBO, die war im April, körperlich ziemlich erledigt war. Ich habe dann mal eine Woche ruhigeres Training gebraucht, beziehungsweise Pause gebraucht. Wir haben dort einfach 4 Tage lang Shows gegeben, Workshops gegeben und ich war einfach wirklich kaputt, weil ich bin eigentlich jeden Tag an mein Limit dort gegangen. Und ja, deswegen hat mir das mal ein bisschen reingepusht in mein Training. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich werde mich jetzt mal auf den Wettkampf vorbereiten und dann schauen, wie es läuft. Habe das dann gemacht nach dieser Woche, bin dann aber wieder krank oder halb krank geworden und das hat mir wieder ein bisschen reingepusht. Und ich glaube, ich hätte mir im Endeffekt einfach nicht eine Performance vorbereiten können, mit der ich wirklich zufrieden gewesen wäre. Zumindest war ich mir nicht sicher, dass ich das kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse es lieber bleiben, bevor ich dann extrem unzufrieden bin. Dazu ist noch gekommen, dass dann die Anmeldefrist eben schon recht knapp war, ein paar Tage. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt noch keine gute Show geplant gehabt, mit der ich zufrieden gewesen wäre. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt ist es sozusagen entschieden, jetzt mache ich fix nicht mit. Der Nutzen, den ich davon gehabt hätte, war jetzt auch nicht so hoch. Also ich habe schon zweimal jetzt den Titel bekommen. Es ist natürlich eine gute Promo, den Titel zu bekommen. Aber ich habe ihn, wie gesagt, schon zweimal gehabt. Mein Ziel war ursprünglich eigentlich nur einmal zu haben, habe ich nochmal mitgemacht, letztes Jahr. Und jetzt habe ich zweimal den Titel bekommen, deswegen ist es jetzt für mich nicht so, dass der Nutzen extrem hoch ist. Außerdem kommt ja noch dazu, dass man natürlich auch Zeit reinstecken muss, einiges in die Vorbereitung. Beziehungsweise wenn man da gewinnt, was ich natürlich nicht behaupten kann, weil ich mache nicht mit. Kann gut sein, dass jemand jetzt dieses Jahr mitmacht, der besser gewesen wäre als ich, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man sich dann qualifiziert für die Weltmeisterschaft durch den Sieg, muss man sich natürlich auch darauf wieder vorbereiten. Und man kann von der Zeit aber eben nicht alles machen. Ich kann jetzt stattdessen auch beim Bodyweight eben mehr mitwirken, wo auch die Meisterschaft ausgetragen wird. Und das wird sicher auch ein cooles Event werden. Ich kann jetzt dort mal nicht als Athlet, sondern ganz entspannt dabei sein und mich auch um ein paar Sachen kümmern. Es wird dort Workshops und so weiter auch geben. Und mich würde es auch freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Ich werde auch mal einen Link dazu in die Videobeschreibung unten geben. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und es wird sicher eine gute Gelegenheit für euch sein, den Sport Calisthenics auszuprobieren und natürlich auch für uns, weil wir wollen den Sport ja auch bekannter machen. Mein persönliches Hauptziel ist es auch, mit dem Sport Leute zu erreichen und mit dem Sport Leuten zu helfen. Das kann man natürlich als erfolgreicher Athlet oder wenn man sich den Titel holt auch gut, weil da erreicht man wieder mehr Leute, wenn man sich den Titel holt. Aber ich glaube, dieses Jahr geht das besser, wenn ich die Zeit in etwas anderes reinstecke. Und ja, es steht auch wieder einiges an, es steht ein Kurs wahrscheinlich an, ich mache mehr Videos, es stehen Workshops an, es stehen mehr Events an, also es wird immer mehr, das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass der Sport sozusagen in der Entwicklung ist. Und ja, dieses Jahr habe ich mir gedacht, der Fokus liegt da besser. Ich habe auch mehr Lust darauf und ich habe mir gedacht, worauf man Lust hat oder was man gerne macht, das macht man in den meisten Fällen auch besser und deswegen ja. Ihr müsst wissen, dass der Sport allgemein und auch in Österreich hauptsächlich von Athleten selbst gefördert wird. Also es ist jetzt nicht so, dass es Leute gibt, die keine Athleten sind oder die den Sport gar nicht machen, oder ich kenne zumindest nicht viele, und dann den Sport von außen fördern, sondern es ist eigentlich so, dass der Sport von innen gefördert wird, was eigentlich sehr gut ist, weil dadurch sind das natürlich auch Leute, die selber drin verankert sind, die auch ein bisschen eine Ahnung haben. Street Workout Austria zum Beispiel, da sind einige dabei, zum Beispiel ich, also Dynamo Calisthenics, das Team Alpha Bar, Street Workout Carinthia, die Barbaros Graz und so weiter und so fort. Das sind alles Leute, die selbst Athleten sind
und die was für den Sport tun, und das finde ich eigentlich extrem cool, aber das führt eben auch dazu, dass man nicht immer selbst als Athlet dabei sein kann, weil man auch als Organisator dabei sein müsste. Also beides geht eben nicht immer und auch die Zeit lässt nicht immer beides zu. Ich persönlich will natürlich schon auch als Athlet weiterhin Gas geben, mich weiterhin verbessern und will auf keinen Fall damit aufhören, jetzt zu sagen, okay, ich mache dieses Jahr nicht beim Wettkampf mit, deswegen ist mir jetzt meine Leistung egal, überhaupt nicht. Ich glaube, dass auch wenn man anderen helfen will, dass es wichtig ist, dass man selbst gut ist in der Sache, denen man anderen helfen will, weil dadurch macht man immer wieder neu diese Lernerfahrung, und deswegen will ich auf jeden Fall auch daran arbeiten, mich selbst weiterhin zu verbessern. Und ja, ich habe natürlich auch vor, mich trotzdem weiterhin in meinem Training zu steigern und jetzt nicht einfach aufzuhören oder sonst irgendwas, also keine Angst. Es gibt dieses Jahr auch wieder die Power & Strength WM in Riga im September, glaube ich. Da bin ich vielleicht auch wieder dabei, will mich noch nicht festlegen. Also es ist nicht so, dass ich sage, jetzt reicht es mir als Athlet und jetzt höre ich auf zum Trainieren. Also so ist es überhaupt gar nicht. Ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe, dieses Jahr nicht mitzumachen, aber natürlich will ich mich trotzdem steigern. Und ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre oder die nächsten Monate im Training so bringen. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie der Bodyweight so wird. Schaut wie gesagt vorbei am 12. Mai in der Marx-Halle. Wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr cooles Event werden und auch sehr coole Möglichkeiten geben, eben verschiedene Sportarten mit dem eigenen Körpergewicht auszuprobieren. Und ja, ich bin auch wieder natürlich gespannt, wer Österreich dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft in Moskau vertreten wird, und ich wünsche dem Mediken dann natürlich auch viel Glück. Falls ihr sonst noch ein paar mehr persönliche Einblicke von mir sehen wollt, dann könnt ihr mir auf Instagram folgen. Dort gibt es ab und zu auch mehr von meinem eigenen Training, einerseits in den Stories, ab und zu auch Umfragen und so weiter, und natürlich in den Posts seht ihr dort mehr von meinem eigenen Training. Hier im Kanal auch, aber nicht nur, hier im Kanal geht es eben auch um Anfänger-Tutorials oder um andere Sachen. Genau, deswegen schaut auf jeden Fall bei mir auf Instagram vorbei, wenn ihr da mehr sehen wollt. Ansonsten bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum ich mitmache dieses Jahr bei der Meisterschaft. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.